Hallo Freunde, wer auf der Suche nach einer professionellen Taschenlampe für Outdoor, Hobby und Beruf ist, der hat bestimmt schon mal von der Firma Olight gehört. Und genau diese Firma hat mir für dieses Video zwei ihrer Produkte zur Verfügung gestellt. Zum einen die Arc Pro, eine rechteckige Taschenlampe mit UV-Licht und Laser und viele mehr. Und zum anderen ein ganz neues Produkt hier im Koffer, das Lichtwunder, was die Nacht zum Tag macht. Beide Produkte möchte ich mal für euch testen, wenn es dunkel wird. Und deshalb bleibe ich hier noch ein bisschen stehen. Ja, ich würde sagen, für mehr Infos einfach dranbleiben. Bevor es also nachher wieder nach draußen geht, hier erstmal ein paar technische Details. Fangen wir an mit der Arc Pro. Das Gerät kommt in einem handlichen, rechteckigen Design. Das Gehäuse ist komplett aus einem Aluminiumblock gefräst. Auf der Vorderseite findet man den Bedienknopf zum Ein- und Ausschalten und zum Einstellen der verschiedenen Helligkeitsstufen. Weiterhin gibt es das Auswahlrad für die einzelnen Lichtquellen. Auf der rechten Seite der Schalter für den Laser und auf der linken Seite die USB-C Ladebuchse. Auf der Rückseite findet man dann noch eine stabile Klemme, zum Beispiel für die Befestigung an der Jackentasche oder am Cappy. Auf der Rückseite unten dran ist dann noch die Ladeeinheit für das Olight Ladekabel zu finden. Die Maße sind 124 mm x 27 x 16 mm. Das Gewicht ist 115 Gramm. Verbaut ist in diesem Gerät ein nicht austauschbarer Lithium-Polymer-Akku mit 2000 mAh. Weiterhin ist das Gerät dann noch wasserdicht nach IPX7 Standard. Und das habe ich gleich mal getestet. Laut Olight soll der Akku bei einer täglichen Benutzung von 30 Minuten im mittleren Helligkeitsbereich ca. 26 Tage halten. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Vielleicht werde ich das später mal selber testen und das Ergebnis dann in die Videobeschreibung setzen. Im Lieferumfang findet man neben dem Gerät und einer Bedienungsanleitung Olights magnetisches Ladekabel. Dieses lässt sich ganz einfach an der Unterseite anbringen und ermöglicht so ein bequemes Aufladen. Alternativ kann man das Gerät dann noch über den USB-C-Anschluss aufladen. Ein USB-C-Kabel ist hier nicht im Lieferumfang enthalten. Das hätte man gegebenenfalls noch dazulegen können. Die Arc Pro bietet 4 Lichtquellen mit insgesamt 7 Konfigurationsmöglichkeiten. Mit dem Auswahlrad lassen sich Flutlicht, fokussiertes Licht und UV-Licht einschalten. Den grünen Laser kann man separat oder zusammen mit den 3 anderen Lichtquellen verwenden. Einschalten kann man diesen dann auch über den Schalter an der Seite. Die Bedienung der Taschenlampe ist eigentlich sehr intuitiv. Einmal drücken ist an, zweimal drücken ist der Turbo-Modus und dreimal drücken der Strobo. Dieser Blitz blitzt dann mit 13 Hertz. Hält man den Taster etwas länger gedrückt, kann man die einzelnen Helligkeitsmodi durchschalten. Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, die Taschenlampe zu sperren. Damit wird verhindert, dass sie zum Beispiel aus Versehen eingeschaltet wird. Das Sperrsymbol ist dann hier mit so einem kleinen Schloss auf dem Display sichtbar. Zum Einschalten hält man einfach den Ein- und Ausschalter etwas länger gedrückt. Und genauso geht die Sperre dann hinterher auch wieder raus. Um die Wärmeentwicklung der Arc Pro zu testen, habe ich das Gerät einfach mal 10 Minuten lang auf den Tisch gestellt und auf dem höchsten Modus laufen lassen. Die Taschenlampe selbst wird eigentlich nicht so warm, aber natürlich die Leuchtdioden auf der Oberseite. Schaltet man die Lampe aus, kühlt es eigentlich relativ schnell wieder ab. Die Arc Pro gibt es in 6 verschiedenen Farbvariationen. Weitere Informationen zu dieser Lampe findet ihr auf der Olight Website oder im entsprechenden Online-Store. Der Preis liegt aktuell bei 131,95 €. Es gibt aber immer wieder Aktionen bei Olight, die man vielleicht beachten sollte. In der Videobeschreibung gibt es weitere Links und auch einen Rabattcode, den ich euch für diese Lampe anbieten kann. Weiter geht es mit dem kleinen Lichtmonster hier im Koffer. Dabei handelt es sich um die neue Marauder Mini 2. Diese Serie spielt bei Olight eine große Rolle und wird schon seit Jahren ständig weiterentwickelt. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an.
Geliefert wird die Taschenlampe in diesem praktischen, wasserdichten Kunststoffkoffer. Selbst wenn man diesen nicht zum Aufbewahren des Geräts benutzen möchte, kann man ihn bestimmt für andere Sachen gut gebrauchen. Im Koffer findet man dann gut gepolstert auch den gesamten Lieferumfang. Einmal natürlich die Marauder Mini 2, eine Bedienungsanleitung und eine Handschlaufe. Und so kannte ich das vorher auch noch nicht, denn die Handschlaufe ist gleichzeitig auch das USB-C Ladekabel. Gute Idee. Während bei der Arc Pro Olights magnetisches Ladekabel im Lieferumfang dabei ist, sucht man dieses bei der Marauder Mini 2 leider vergeblich. Warum eigentlich? Keine Ahnung, denn an der Taschenlampe ist die entsprechende Ladevorrichtung ja bereits vorhanden. Wenn man dieses Ladekabel benutzen möchte, kann man dieses dann im Online-Store von Olight nachordern. Das Teil kostet zwischen 12 und 15 Euro. Die Marauder Mini 2 liefert eine enorme Leistung von bis zu 10.000 Lumen im Flutlichtmodus und eine Reichweite von bis zu 750 Metern beim fokussierten Licht. Das Gehäuse ist sehr kompakt. Mit einer Länge von 133 mm und einem Gehäusedurchmesser von knapp 46 mm liegt die Taschenlampe gut in der Hand. Das Gewicht inklusive Akku ist hier mit 465 Gramm angegeben. Auf meiner Waage sah es ein bisschen anders aus. Weiterhin ist die Taschenlampe nach IPX8 wasserdicht und soll mindestens 30 Minuten lang bei einer Tiefe von mehr als einem Meter dicht bleiben. Auch diese Taschenlampe habe ich dann nochmal ins Spülbecken geschmissen. Im Gegensatz zur Arc Pro kann man bei diesem Gerät den Akku austauschen. Im Gerät befindet sich ein 3,7 Volt Akku mit 7500 mAh. Aufladen kann man diesen wie bereits erwähnt über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder dem magnetischen Ladeanschluss. Diesen muss man dann aber, wie gesagt, separat kaufen. Auch dieser Akku hat ordentlich Power und soll bis zu 20 Tage für Licht sorgen, wenn man die Taschenlampe jeden Tag 30 Minuten lang bei mittlerer Helligkeit im Flutlichtmodus benutzt. Im schwachen Moonlight-Modus soll das Ganze dann sogar 5 Monate lang halten. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Vielleicht probiere ich das irgendwann nochmal aus und schreibe es dann auch in die Kommentare. Auch bei dieser Taschenlampe ist die Bedienung recht intuitiv. Das Drehrad mit der Dreifachsteuerung dient zum Aktivieren der Taschenlampe, zum Ein- und Ausschalten und zum Einstellen der jeweiligen Lichtstärke. Nach dem Einschalten sieht man auf der linken Seite den Akkuzustand und auf der rechten Seite die eingestellte Helligkeitsstufe. An dem Drehschalter darunter wechselt man zwischen Flutlicht, fokussiertem Strahl und Rotlicht. An dem zweiten Schalter wechselt man zwischen Einzelmodus, kombinierten Modus und Seitenlicht. Auch bei dieser Taschenlampe kann man dann mit einem Doppelklick die höchste Helligkeitsstufe einstellen und mit einem Dreifachklick den Blitzmodus oder den Strobo-Modus. Auch bei dieser Taschenlampe wollte ich wissen, wie ist hier die Wärmeentwicklung. Deshalb habe ich auch dieses Gerät 10 Minuten lang auf den Tisch gestellt und bei höchster Stufe im Flutlichtmodus laufen lassen. Im oberen Bereich kann man dann schon eine hohe Wärmeentwicklung feststellen. Das Schlaue daran ist ein intelligenter Chip, der im Gehäuse verbaut ist. Dieser reduziert dann etwas die Lichtleistung, damit das Gerät am Ende nicht überhitzt. Ist es oben wieder etwas abgekühlt, erhöht sich dann auch wieder die Lichtstärke. Eigentlich eine recht schlaue Funktion. Die Marauder Mini 2 ist aktuell in 3 Farben erhältlich. Weitere Informationen zu dieser Lampe findet ihr auch wieder im Olight Online Store oder auf deren Website. Der Preis liegt aktuell bei 239,95 Euro. Es gibt aber immer wieder viele Aktionen bei Olight, die ihr beim Kauf vielleicht beachten solltet. Unten in der Videobeschreibung habe ich auch hierzu noch ein paar Links und einen Rabattcode, den ich euch bereitstellen kann. Dieser gilt aber nur für eine kurze Zeit. So, und jetzt geht es wieder nach draußen. Ja, ich bin jetzt wieder hier ins Feld gefahren und mittlerweile, wie man sieht, ist es auch dunkel geworden. Und das ist jetzt auch ein guter Moment, um die Leuchtkraft der beiden Taschenlampen nochmal zu präsentieren. Ich fange jetzt wieder an mit der Arc Pro. Okay, jetzt habe ich hier die Arc Pro in der Hand und werde mich jetzt mal ein bisschen hier von der Kamera wegbewegen und in den Wald reingehen, damit man mal die einzelnen Modi so sieht. Ich hoffe, die Kamera kann das einigermaßen aufnehmen. Also bis gleich.
Okay, ich stehe jetzt hier hinten, da wo das Licht blinkt, und bin jetzt hier mit der Arc Pro. Und jetzt mal hier der volle Modus von der Arc Pro. Ich leuchte mal hier so ein bisschen in die Bäume rein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Okay, jetzt schalte ich mal um, gehe wieder aus, schalte mal um hier auf den Spot-Modus, mache hier mal das volle Licht an. Man kann hier jetzt sehen, der Spot, gut, kommt vielleicht jetzt nicht so spektakulär rüber, aber für diese kleine Lampe, finde ich, ist es schon recht hell. Ich glaube, spektakulärer wird es gleich mit der Maruda, denn die ist da noch um einiges heller. So, weiter geht's mit dem nächsten Test. Als nächstes hier dann die Maruda Mini 2. Die ist natürlich um einiges heller als die Arc Pro. Ich gehe auch noch mal schnell zum Wald und mache ein paar Beleuchtungstests. Langsam fängt es auch wieder an zu regnen, das war klar. Also werde ich mich beeilen. Ja. Okay, ich bin jetzt hier wieder ein bisschen näher an den Waldrand gegangen. Durch leichtes Drehen aktiviert man die Taschenlampe, dann leuchten die Dioden der Batterieanzeige. Dann drückt man den Startknopf und es fängt an mit der ersten Stufe. Und jetzt drehe ich die mal so langsam hoch hier im Flutlichtmodus auf die hellste Stufe. Und man sieht, das ist ja schon recht hell. Da kann man schon was mit anfangen, ne? Nicht schlecht, würde ich sagen. Okay, wir probieren den nächsten Modus aus. Das wäre dann der fokussierte Strahl. Den drehe ich auch mal so langsam auf die höchste Stufe. Kann man hier, wenn ich hier in den Wald reinstrahle, das ist schon recht hell, die Bäume anstrahle. Auch hier drüben ins Feld. Ich hoffe, das kommt einigermaßen gut auf der Kamera rüber. Ich weiß es nämlich nicht. Dann hat man noch die Möglichkeit, das Ganze im kombinierten Modus zu machen. Also das Flutlicht mit dem fokussierten Strahl. Dann haben wir noch das seitliche Licht. Ich hoffe, das kann man sehen. Das geht auch recht hell für Kartenlesen oder im Zelt oder sonst wo. Und wir haben noch das rote Licht. Das sieht dann so aus. Okay, ich hoffe, man konnte es einigermaßen erkennen. Ich werde jetzt noch mal in den Wald gehen, dann kann man das Ganze vielleicht noch mal besser sehen. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen in den Wald hineingegangen und werde jetzt noch mal die Maruda Mini 2 mit ihrer Leuchtkraft testen. Vielleicht kann man das Ganze dann auch ein bisschen besser erkennen. Okay, ich habe jetzt die Taschenlampe hier aktiviert in der niedrigsten Stufe und drehe die jetzt mal so langsam hoch. Filme in den Wald hinein. So. Und hier haben wir jetzt das Flutlicht mit der hellsten Stufe. Das ist ja schon was. Okay, das war dann also das Flutlicht in der hellsten Stufe. Jetzt schalte ich mal hier um auf den fokussierten Strahl. Der ist dann hier oben. Aktiviere wieder die Lampe und dann schauen wir mal, was der fokussierte Strahl so bringt. Okay. Ja, hier dann nochmal ein Test mit der Arc Pro, ebenfalls hier vom Waldrand aus. Mal schauen, wie hier dann so die Helligkeit ist, wenn man hier direkt jetzt im Wald steht. Vielleicht kann ich das hier auch nochmal auf dem Video ein bisschen rüberbringen. Okay, ich habe sie eingeschaltet. Das ist hier die kleinste Beleuchtung. Das ist hier die zweite Helligkeitsstufe. Jetzt drücke ich doppelt auf den Knopf. Bums, das ist die höchste Helligkeitsstufe im Flutlichtmodus.
Und die Lampe hat auch noch einen Spotlight-Modus oder einen fokussierten Strahl. Den werde ich jetzt auch noch mal einschalten. Der geht auf diese Richtung. 1, 2, 3 und doppelt volle Power. Der ist halt nicht so fokussiert, wie das bei der Marauder Mini 2 ist. Aber für so eine kleine Taschenlampe dann auch schon recht hell. Damit kann man schon alle Alltagssituationen, glaube ich, ganz gut meistern von der Helligkeit her. Ja, insgesamt, wie ich finde, 2 leistungsstarke Lampen, die man wirklich für ein breites Einsatzgebiet benutzen kann. Also ich finde sie wirklich gut, auch von der Lichtleistung her. Für mich persönlich Top-Geräte. Ich habe da eigentlich auch gar nichts zu meckern. Bis darauf, dass es vielleicht bei der neuen Marauder Mini 2 kein magnetisches Ladegerät gibt. Für den Preis könnte man das eigentlich mit dabei packen. Ja, und im Gegenzug hier bei der Arc Pro, da gibt es halt kein USB-Kabel. Aber gut, das sind alles wieder so Luxusprobleme. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, falls euch diese beiden Taschenlampen interessieren, die Arc Pro und die Marauder Mini 2, dann schaut doch mal im Online-Shop oder auf der Website von Olight vorbei. Da gibt es weitere Informationen. Weitere Informationen gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich euch noch mal so ein paar Links reingepackt. Unter anderem auch einen Aktionscode, der nur für eine kurze Zeit gilt. Und zwar jetzt gerade, wo das Video rausgekommen ist. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, was habe ich aufgeschrieben? Nein, aufgeschrieben habe ich mir jetzt nichts weiter, denn das Video ist nun zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Like da, einen Daumen nach oben und vergesst nicht, wie immer die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Informationen zu den beiden Taschenlampen von Olight habe ich euch wie gesagt nochmal unten in die Videobeschreibung gesetzt. Ich sage vielen Dank nochmal und wir sehen uns.